Wir sind seit dem 9. November in Andalusien auf dem Campingplatz Mar Azul in Palermo. Und hier tut sich einiges. Ich habe hier mit verschiedenen Campern gesprochen. Da gibt es Informationen von Campern, Tipps von Campern. Und hier findet auch eine Feier statt. Und zwar gibt den Stellplatz oder beziehungsweise den Campingplatz gibt es ja 10 Jahre. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir werden natürlich nicht den ganzen Winter hier auf diesem Campingplatz bleiben. Wir werden hier bis Mitte Dezember bleiben und dann geht es für uns nach Mazarrón. Und zwar auf dem Area Camper in Mazarrón. Dort werden wir dann Weihnachten und Silvester verbringen. Jetzt geht's los. Ich spreche mit dem Chef hier vom Platz, dem Pepe. Da hören wir jetzt mal rein. Und dann gibt es danach auch noch einige Informationen von anderen Campern. Und dann werden wir hier ein bisschen was sehen von der Feier hier zum 10-jährigen Bestehen des Campingplatz Mar Azul in Palermo. Eins möchte ich aber noch erklären, meine Videos sind nicht chronologisch. Ich werde natürlich noch über unsere Route durch das Landesinnere berichten, über die Stellplätze und so, wie wir gefahren sind. Das nur zur Erklärung. Den Campingplatz Mar Azul gibt es jetzt 10 Jahre. Wir kommen 9 Jahre hierher und so sah es vor 9 Jahren hier auf dem Campingplatz aus. Und so sieht es heute aus. Es gibt jetzt mehr Grün. Natürlich ist der Platz jetzt gut besucht im November. Und das Ganze wird gemanagt von Pepe mit seiner Frau. Und dahinter steht ein Team mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Pepe, 10 Jahre, eine lange Zeit, betreibst du diesen Campingplatz. Du kommst aus einer Familie, die ja schon immer Campingplätze betrieben hat. Erzähl uns was dazu. Mein Vater hat alles angefangen. Das war 1959. Erster Campingplatz, Camping Cala Llevador in Tossa de Mar. Ja. Und habt ihr dann, ihr habt ja dann weitergemacht, nicht nur an, das war an der Costa Brava. Ja. Und ich weiß, du hattest ja schon mal einen Campingplatz, auch mit dem Namen Mar Azul. Und wann war das? Und der Campingplatz hat in 1980 aufgemacht. Ja. Erste Mar Azul 2004. 2004 habt ihr den geschlossen. Wir wussten, wenn der Campingplatz besser gelaufen hat, mussten wir den Campingplatz verkaufen. Schade. Ja, das war wirklich schade. Das muss ich jetzt noch so hinzufügen. Wir waren vor mehr als 25 Jahren schon auf diesem Platz. Wir waren mehrfach auf dem Platz. Und so haben wir hier die Region kennengelernt und sind ja bis zum heutigen Tag immer wieder hierher gefahren. Das gesamte Gelände des Campingplatzes ist heute bebaut mit Straßen und Gebäuden. Dann 10 Jahre lang haben wir gewartet und ja, ich habe ja weiter gesucht für einen neuen Campingplatz. Dann hast du hier, eigentlich ist es ja ein bisschen, das Umfeld ja nicht so schön mit dem Plastik, müssen wir ganz klar sagen. Aber da hast du gesagt, das ist für dich kein Problem? No, nein. Plastik ist, mira, gestern hat jemand bei dir in Facebook geschrieben. Ja. Der Campingplatz okay, aber die Umgebung. Ja. Mann, man sollte die Umgebung gesehen haben. Ja. Vor 50 Jahren. Ja. Diese Region war eine Wüste. Ja. Diese Region war die letzte Region in Europa, wo Vitaminenkrankheiten, die Leute haben wenig zum Essen gehabt. Ja. Und hier war nichts. Ja. Franco hat Strom gebracht. Ja. Und mit Strom, die haben ja für Wasser, die haben Wasser gesucht unter der Erde. Ja. Die haben Löcher gemacht und die haben Wasser gefunden. Ja. Und mit elektrischen Pumpen, die hatten dann Wasser. Ja. Und mit Wasser, die haben langsam, gleich wie wir schützen von Wind mit diesen Bambuwannen. Ja. Ne? Ja. Am Anfang haben die sowas. Aber auch der Grund war Steine. Ja. War Stein, war nichts hier, nichts könnte leben hier. Nur nichts. Und dann, man hat Sand vom Strand gebracht und in diesem Sand, die haben die erste Paprikas und Tomaten mit einem Tropfen Wasser. Ja. Und dann Plastik ist gekommen. Und Plastik füttert im Winter ganz Europa. Richtig. Muss ich weinen? Nein. Oder muss ich lachen? Ich lache, das bringt ja Geld, das bringt ja Leute, und ich bin am Strand. Und ich bin hier eine kleine Oase. In die Wüste, Plastikwüste. Ich bin in einer Oase. Ja. Und ich bin sauber. Und ich lebe auch von Plastik, weil ich kann meine Kunden auch mit
schöne Gemüse füttern. Ne? Ja, ja. Wer will nicht gesund essen, Richtig. der soll ja Kohl und Kartoffeln und so weiter essen. Ne? Ich sage nichts, aber ich verstehe. Und ich habe den Campingplatz schon gebaut und ich wusste, dass vielleicht 40% die Touristen, die die A7 fahren, Ja, werden nie bei uns bleiben, weil Plastik. ja. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen hart, aber ich erinnere mich, Deutschland in die 70er Jahren, Ruhrgebiet. War schön. Ja, Ja, waren Fabriken. Ja, Ja. schön. Und war Staub und. Ja. Aber war reich. ja, Und die Leute haben gearbeitet. Ja. Und Spanier sind dort gefahren, weil da war Arbeit. Ja. Und was soll ich dann schimpfen, weil Kohle, die verbrennen Kohle und die brennen. Ja. Nein, ne? Ich schimpfe nicht. Ne? Ich gehe einfach arbeiten. Hier ist das Gleiche. ja. Plastik, Plastik. Ich sehe Plastik nicht. Meine Ja. Kunden, die sehen Plastik nicht mehr. Nein. Es ist einfach Sonne genießen. Hepe, jetzt wollen wir mal deine Gäste hören. Hier sind einige Camper, die sind schon lang auf dem Platz. Ja, sehr lange. Und da Wie spreche Ihnen. genau. Und da spreche ich jetzt mit einigen. Und da gibt es auch ein paar interessante Informationen dazu für andere Camper. Und da hören wir jetzt mal rein. Perfekt, muy bien. Am Anfang spreche ich aber jetzt erstmal mit einem Camper, der nur einige Tage hier auf diesem Campingplatz ist und der, wie ich so sehe, ein besonderes Wohnmobil hat. So, ich stehe hier bei einem Nachbarn, der hat ein außergewöhnliches Mobil, sage ich mal so. Stell dich mal kurz vor, dein Vorname ist? Michael, Michael, schön dich zu sehen. danke. Du, ja, erzähl uns ganz kurz ein bisschen was über dein Auto. Ja, das ist der Hanomag, Baujahr 67, frisch restauriert. Die letzten 2 Jahre habe ich das Führerhaus und vorne restauriert und jetzt bin ich in Urlaub nach Spanien, Ja. also schon in Spanien quasi. Ja. Du bist jetzt hier auf diesem Camping Mar Azul. Ja. Bist du das erste Mal hier? Bin das erste Mal hier, ganz überraschend. Ich habe jetzt 2 Wochen am Strand gestanden Ja. und dachte ich, jetzt muss ich mal wieder Wäsche waschen und Ja, ja. habe die Dusche auch genossen und wundervoller Campingplatz, sehr zu empfehlen. Ja. Dankeschön. Das reicht mir eigentlich im Moment. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht von dir wissen. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Gerne. Schönen Abend. So, jetzt habe ich gerade noch hier nebenan auch ein Pärchen sitzen, die, ich glaube, auch das erste Mal hier auf dem Campingplatz sind. Ich fange mal mit der Dame an. Stell dich mal kurz vor. Dein Vornamen bitte. Ich bin Silvia und Silvia. komme aus Nürtingen. Ja. Und das ist der Ehemann, schätze ich mal so ganz grob. Genau, seit über 50 Jahren. Und dein Name ist? Jürgen. Jürgen, hallo Jürgen. So, ihr beiden, ihr seid das erste Mal hier auf dem Camping Mar Azul, habe ich gehört. Gut, und mal so ganz kurz einen Eindruck, wie ist es für euch hier? Ah, super. Ja, wir wollten jetzt das erste Mal ein halbes Jahr, also Winterurlaub machen hier, überwintern. Und also bis jetzt finde ich das super gut hier. Also ist alles da, was man braucht, ne? Waschmaschine, Trockner, also Swimmingpool, wenn man es braucht. Und das Meer ist auch nicht weit. Also von daher, mit dem Fahrrad kann man wunderbar fahren. Also echt gut. Okay, ja, dann frage ich jetzt den Mann nochmal. Sag du uns was kurz dazu? Ja, sehr sauber alles hier gemacht, toll gemacht mit den Palmen und so weiter und die Anlage, Duschen und so weiter, hervorragend, heißes Wasser überall, also ganz tolle Sache hier, muss ich sagen. Ja. Also es ist nicht groß, es ist nicht Palermo, ist ein bisschen nah dabei und so weiter, ist auch nicht so groß, aber alles erreichbar, wunderbar der Ort, sehr schön hier. Ja. Doch. Danke euch für eure Ausführungen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen späten Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Für alle, die nur kurzzeitig so einen Campingplatz wie diesen hier nutzen, lohnt sich die Axicard. Gibt es nicht auf allen Plätzen, aber hier hat sie ihre Gültigkeit. Dann zahlt man pro Tag 23 € inklusive 4 kW Strom. Für längere Aufenthalte gibt es hier natürlich Rabatte vom Platz. Hier auf dem Platz gibt es auch Camper, die sich für die Allgemeinheit engagieren. Und dazu gehört auch Margret mit ihrem Mann René. Ja, jetzt bin ich mal wieder bei einem Langzeitcamper oder einer Langzeitcamperin. Und zwar ist das die Margret. Margret, erzähl uns kurz. Wir kennen uns ja. Du bist auch schon länger auf dem Platz. Wie viele Jahre kommst du schon her hier? Das 9. Jahr.
Das 9. Jahr. Ja. Und wie lange bleibst du? Wir bleiben bis Ende März. Ja, das höre ich gerade, dein Mann, René, der möchte sich nicht gerne zeigen hier vor der Kamera, hat sich ein bisschen versteckt. Aber das macht ja nichts. Von dir wollte ich erfahren, du managst hier die Facebook-Gruppe. Es gibt hier eine Facebook-Gruppe und ja, erzähl kurz. Ja, die Facebook-Gruppe haben wir gemacht, weil das ist so für die Leute, die was zum Beispiel verkaufen oder kaufen möchten oder sie möchten Infos über Ausflüge oder was in der Nähe, irgendwas, wo die suchen und dann machen wir das da rein. Ja. Wie heißt die Facebook-Gruppe? Das ist die Facebook-Gruppe von Mar Azul. Mar Azul, okay. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Danke dir für deine Ausführungen. Ja, bitte gerne. Schönen Tag noch. Ja, euch auch. Danke Hartmut, danke Rita. Margret ist nicht nur zuständig für die Facebook-Gruppe, sie veranstaltet auch Bingo gemeinsam mit ihrem Mann René jeden Freitagnachmittag. Und jetzt geht's weiter zu einem Paar, die mit einem Wohnwagen unterwegs sind. Da wollen wir mal hören, was die beiden uns zu erzählen haben. Jetzt stehe ich bei einem Camperpaar oder vor dem Wohnwagen von einem Camperpaar, die auch hier auf dem Platz sind, auch schon ein bisschen länger da sind. Und das ist Verena, richtig? Und Helmut. Richtig. Helmut ist groß, da muss ich ein bisschen höher gehen mit der Kamera. Oder ich komme So, Verena, erzähl uns, seid ihr das erste Mal hier? Nein, wir sind nicht das erste Mal hier. Das ist unser 2. Winter, aber wir sind zum 3. Mal hier. Wir haben einmal vorher so 3 Wochen, 4 Wochen Probecampen gemacht und jetzt sind wir zum 2. Mal im Winter hier. Ja. Es scheint euch dann ja zu gefallen, sonst wärt ihr nicht wiedergekommen. Auf jeden Fall. Es ist ein schöner Campingplatz. Rundherum ist alles da, was man braucht. Die Stimmung ist immer gut. Nein, uns gefällt's gut. Ja. Jetzt hattet ihr bisher, weiß ich noch vom letzten Jahr, ein Wohnmobil. Ja. Und das habt ihr jetzt geändert. Helmut, sag uns was Das dazu. haben wir vor ungefähr 4 Monaten geändert, indem wir kurz entschlossen das Wohnmobil verkauft haben und auf einen Wohnwagen wieder umgestiegen sind, weil uns einfach vor Ort der Pkw fehlte. Und die Freiheit, Flexibilität mit dem Pkw ist einfach grandios. Und wir sind sehr zufrieden, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Also gefällt uns sehr gut. Ja. Jetzt wollen wir auch über eins sprechen, was nicht so schön ist. Und zwar im letzten Jahr, Helmut, da hattest du ein Problem. Erzähl uns. Ja, das war leider ein Blinddarmdurchbruch, der hiermit mal auftauchte. Und das war natürlich nicht so schön. Dann kommt dazu, ja, wer geht gerne ins Krankenhaus und dann schon im Ausland. War dann doch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Aber ich kann nichts gegen dieses Krankenhaus in Almeria sagen. Das ist die HLA, ist eine Privatklinik. Und also ich bin rundum gut versorgt worden da und wie gesagt, ich will nicht sagen, hat mir gut gefallen, aber es war alles gut da. Ist aber schön, wenn das so ordentlich gut ausgeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also die haben sich toll um uns gekümmert. Es war sofort ein Dolmetscher, wurde uns zur Seite gestellt und die haben uns wirklich also toll betreut. Ich wurde noch abends spät angerufen, dass er die OP gut überstanden hat. Also es war wirklich ein wunderbarer Service. Nun muss man allerdings sagen, Helmut ist privat versichert oder teils, weil er ist Beamter. Aber wer eine Auslandskrankenversicherung hat, dann kann man auch dieses Krankenhaus in Anspruch nehmen. Man muss nur eben halt gucken, wie lange ist die Versicherung gültig. Die haben ja Ablaufzeiten, 60 Tage, 90 Tage. Da muss man seine Versicherung mal so ein bisschen prüfen. Ja, schön. Jetzt hast du dann oder ihr habt dann euren Urlaub hier fortgesetzt oder euren Aufenthalt. Wie lange bleibt der eigentlich im? Also wir haben jetzt bis 15. März gebucht, beziehungsweise 16. März sogar. Ja, und ihr kommt jedes Jahr wieder oder wie ist es geplant? Also seit meine Frau Rentnerin ist im letzten Oktober geworden, wollen wir das so fortführen. Ja, gefällt uns sehr gut. Ja. Besser als zu Hause 1 Grad Regen und Schnee. Gerade eben haben wir die Anzahlung fürs nächste Jahr geleistet. Also wir haben wieder gebucht, wieder diesen Platz. Gefällt uns gut. Ja. Ja, dann sage ich Dankeschön für eure Ausführungen. Freut mich. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Aufenthalt hier. Ja, Danke, Dank. ciao. Danke. Ciao. Jetzt Mitte November gibt es immer noch freie Plätze. Das wird sich dann im Dezember ändern. Dann ist der Platz meistens voll ausgebucht. Es gibt hier nicht nur Langzeitcamper, hier sind auch Leute, die durchreisen, die also nur wenige Tage hier bleiben und dann ihre Reise fortsetzen. Camper, die länger hier auf dem Platz sind, die kennen sich hier aus, die kennen sich auch in der Umgebung aus. Und da habe ich wieder einen, der hat was zu berichten.
So, jetzt habe ich den nächsten, der was zu berichten hat, hier vom Camping Mar Azul. Und zwar ist das der Hans. Der ist auch schon mit seiner Frau hier länger auf diesem Platz. Hans, erzähl uns, wie lange bist du hier schon auf dem Platz? Also wir sind jetzt das 6. Mal hier, insgesamt 6 Jahre. Und wir fühlen uns immer wieder wohl. Müssen aber auch sagen, dass wir dir das zu verdanken haben. Sonst wären wir hier nicht gelandet. Aber hier schön, hier fühlen wir uns wohl, hier ist ordentliches Wetter, alles gut hier. Ja, ihr bleibt, glaube ich, den ganzen Winter, seid ihr hier auf diesem Platz. Kann nicht jeder, mag nicht jeder, aber euch gefällt's. Ja, wir kommen meist immer schon ein bisschen eher. Wir haben eigentlich ab 1. Oktober gebucht, sind aber meist schon etwas eher hier und bleiben nächstes Jahr bis 15. April. Und dann fahren wir langsam wieder nach Hause. Ja, ihr habt ein Wohnmobil mit Vorzelt und in diesem Vorzelt sitzen wir. Und das steht dann hier so lange auf dem Platz. Und dann gibt es aber auch eine Möglichkeit, beziehungsweise das muss ich erklären oder du erklärst das gleich, wenn man mal ein Problem mit dem Mobil hat, dass man dann hier in die Werkstatt gehen kann. Da hast du Erfahrung gesammelt hier, Hans. Ja, ich habe bedingt durch 2 Camper-Kollegen hier auf dem Platz den Tipp von dieser Werkstatt bekommen. Es gibt sicherlich noch mehr Werkstätten hier in Palermo, aber diese Werkstatt macht angeblich gute Arbeit. Und da ich sowieso dran war mit großer Inspektion, Zahnriemen, Wasserpumpe etc., Ölwechsel, habe ich mit der Werkstatt Kontakt aufgenommen, bin dorthin gefahren, habe meinen Fahrzeugschein gleich mitgenommen. Der hat die Sachen ruckzuck bestellt. Ich habe mit ihm einen Termin gemacht, morgens das Auto hingebracht und abends war das Auto fertig. Überhaupt keine Probleme. Der gute Mann hat sogar die Sachen, die er ausgetauscht hat, alle auf dem Boden verteilt. Ich konnte mir alles angucken. Ich hätte auch alles mitnehmen können. Aber was soll ich damit anfangen? Und so habe ich Kontakt zu der Werkstatt bekommen und kann diese Werkstatt eigentlich jedem hier auf dem Platz vor allen Dingen auch nur weiterempfehlen. Ja, jetzt darf ich vielleicht mal unterbrechen. Glaube ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, der Preis. Wir wissen ja in Deutschland, die Werkstätten haben ja alle ganz ordentlich angezogen und kostet alles mehr. Und du hast welche Erfahrungen hier gemacht? Ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, was das in Deutschland gekostet hätte, aber ich denke mal, mit allem dem, was das der gemacht hat, wäre ich unter 2.000 € in Deutschland garantiert nicht hingekommen. Er selber hat 1.200 € für alles genommen. Rundherum. Ja, das hört sich gut an und ich glaube, das ist für den einen oder anderen, der hier länger ist in Spanien, interessant. Es gibt hier nicht nur eine Werkstatt im Ort, sondern es gibt mehrere. Du hast jetzt von einer berichtet. Wir blenden das auch mal ein, wie die Werkstatt ist und wo sie ist. Und ja, dann kann jeder für sich entscheiden, ob er da vielleicht mal was machen lässt. Ja, ich habe gestern noch mit dem Werkstattleiter Kontakt aufgenommen, habe ihm mal ein paar Fragen gestellt. Da geht es darum, macht er nur mechanische Sachen oder kann er auch mit Diagnosegerät auslesen? Da zeigt er mir gleich 4 Diagnosegeräte. Von daher ist er da toll ausgestattet. Er kommt auch im Notfall auf den Platz, wenn das Auto nicht mehr anspringt oder irgendwas ist, dann kann man mit ihm über WhatsApp Kontakt aufnehmen. Dann kommt er, guckt sich die Sache an. Wenn man die Möglichkeit hat oder will, zur Werkstatt zu fahren, er macht alle Typen an Motor. Da gibt es bei ihm überhaupt kein Thema. Und ich habe ihn nochmal zur Höhenbegrenzung gefragt. Er kann also bis 3,80 Meter hoch. Wohnmobile kann er in die Werkstatt reinfahren und alle anderen Wohnmobile würde er dann vor der Tür reparieren. Da ist er offen. Ja, Hans, danke für deine Ausführungen hier. Freut mich. Wünsche dir oder euch weiterhin noch einen schönen Aufenthalt. Und ich denke, wir sehen uns bei dem 10-jährigen Feier hier auf dem Platz. Ja, wenn das jetzt das Video zum 10-Jährigen ist, dann möchte ich erstmal dem gesamten Personal recht herzlichen Dank sagen. Die leisten nach wie vor hier ganz tolle Arbeit. Und dir natürlich nochmal besten Dank, dass du uns hierher geholt hast. Alles klar, Hans. Danke dir. Ja. Ja, auch der Sport kommt auf diesem Platz nicht zu kurz. Es gibt einmal eine Sportgruppe, weiß nicht, wie man das dann nennt, die sich 3-mal die Woche hier trifft. 1 Stunde wird dann hier Sport gemacht mit einer professionellen Trainerin. Und dann gibt es hier 4 Buhlbahnen, die stark genutzt werden.
Unsere Kunden sind nicht zufrieden mit den Bullenbahnen, weil die Franzosen sagen, dass die Bullenbahnen nicht so richtig platt sind. Wir bauen jetzt neue. Das ist natürlich individuell ganz unterschiedlich. Jeder macht das, was ihm am besten gefällt. So kann man natürlich auch an den Strand gehen, da spazieren oder laufen. Dritte Mal jetzt hier. Wir gehen jeden Morgen zwischen 8 und 9 Uhr den Strand entlang. So circa 120, eine Stunde. Ja, da kommen wir gerade zurück. Schön. Die Sportanlagen liegen außerhalb des Campingplatzes, somit werden die anderen Camper nicht gestört. Hier habe ich ein weiteres Camperpaar, die auch schon, glaube ich, ein bisschen häufiger auf diesem Platz waren. Auch mit den beiden möchte ich jetzt sprechen. Und ja, da geht es auch so ein bisschen um Restaurants hier im Ort. Aber fragen wir erstmal die Dame des Hauses. Hallo Ingrid. Hallo. Ingrid, ihr seid nicht das erste Mal hier. Erzähl mal. Nein, wir kommen schon seit 2016 hierher und das dann jährlich. Also am Anfang waren wir nur so 2-3 Wochen und seit 2018 tun wir regelmäßig überwintern. Das heißt 3 bis 4 Monate stehen wir hier fest in Palermo im Mar Azul. Und ja, für uns passt's und wir fühlen uns wohl und freuen uns jedes Jahr wieder. Ja, danke. Dann gehe ich mal rüber zu deinem Mann. Und zwar ist das der Owe. Owe, ja, ich wollte euch befragen oder dich jetzt befragen zum Thema Restaurants im Ort. Der Ort Palermo ist 1,5 Kilometer vielleicht von hier entfernt und da geht ihr auch schon mal essen in dem Ort. Ja, wir gehen hier des Öfteren mal essen. Im Laufe unserer Zeit, wo wir hierher kommen, haben wir einige Restaurants schon erkundet. Es gibt hier sehr gute Restaurants. Man muss natürlich auch jetzt die Jahreszeit bedenken. Nicht alle haben geöffnet, aber das, was man empfehlen kann, ein reines Fischrestaurant, das La Loncha. Da gibt es hervorragenden Fisch. Das andere in Höhe des Turmes in Palermo, das ist das La Aurelia. Das hat eine ausgezeichnete Küche. Hat auch ihre bestimmten oder hat seine bestimmten Öffnungszeiten. Man muss mich halt vorher erkundigen. Am besten man fährt vor Ort hin, weil es wird auch öfters mal im Internet die Öffnungszeiten vorgestellt und die passen nicht immer. Man sollte natürlich etwas Spanisch können oder am besten auch noch ein bisschen Englisch. Dann klappt da alles hervorragend. Das ist dann sehr schön gemacht. Ein weiteres Restaurant kann man jetzt an für sich nicht sagen. Das ist eine Pizzeria hier im Ort. Die ist auch in Höhe dieses Turmes. Dort kann man sehr gute Pizza essen oder auch Nudel- oder Pastagerichte. Dort ist man auch sehr gut aufgehoben. Und wie in allen Lokalen, die wir hier bisher besucht haben, der Service stimmt immer. Ne? Gehoben. Die Preise sind natürlich auch etwas gehoben in diesen Restaurants. Also man kriegt da kein Menü wie zum Beispiel bei Johanna für 10 oder 12 Euro. Da muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber man bekommt Qualität und einen Service und es lohnt sich auf alle Fälle, dort mal vorbeizuschauen. Dann, was ich auch jetzt die Tage erst wieder gesehen habe, wenn man ein bisschen durch den Ort läuft, und dann entdeckt man dort auch sehr viele kleine Cafés, die natürlich auch mal, wenn man in den Ort gelaufen ist oder isst und man nicht unbedingt was essen möchte, und dann kann man dort auch seinen leckeren Kaffee, Cortado oder was auch immer man mag, kann man da zu sich nehmen. Ja, jetzt müssen wir vielleicht noch darauf hinweisen, dass die Restaurants nicht wie bei uns teilweise um 18 Uhr aufhaben oder den ganzen Tag aufhaben, sondern die haben andere Zeiten. Ja, wie gesagt, die Zeiten, das Aurelia zum Beispiel, das hat auf um die Mittagszeit bis 16 Uhr, glaube ich, und danach erst wieder ab 20 Uhr.
Das ist an für sich auch typisch für Spanien. In der Zeit nach 15 Uhr oder so ist da 15, 16 Uhr ist in Spanien in der Regel Siesta. Und die Spanier, die gehen halt gerne abends essen, erst ab 20 Uhr, 21 Uhr und dann halt bis 1 Uhr oder 2 Uhr, was in Deutschland normalerweise bei uns oder an für sich unmöglich ist. Aber da wir hier in Spanien als Gast sind, müssen wir uns halt mit diesen Begebenheiten abfinden. Ne? Und ich finde es in Ordnung so. Ja, dann sage ich Dankeschön, Uwe. Dankeschön, Ingrid, für eure Ausführungen hier. Ich wünsche euch noch weiterhin hier einen schönen Aufenthalt. Und ja, wir sehen uns ja. Und ihr werdet ja wahrscheinlich auch zum Fest kommen, wenn hier die 10 Jahre gefeiert werden. Der Pepe hat uns ja alle eingeladen. Und da werden wir dann ja auch da hingehen. Bis dann, danke euch. Ciao. Tschüss. 26. November. Heute wird der 10. Jahrestag des Camping Marazul gefeiert. Eingeladen sind alle Gäste hier vom Campingplatz. Gefeiert wird im und außerhalb des Restaurants. Es gibt zu essen traditionell eine Paella und auch andere Gerichte und natürlich auch entsprechende Getränke. Dazu gehört eine Sangria oder natürlich auch ein Bier. Das Ganze wird gesponsert vom Campingplatz. Das Ganze geht von 15 Uhr bis um ca. 20 Uhr. Natürlich gibt es auch ein paar Worte vom Chef hier zum 10-Jährigen. So, 80% unserer Kunden oder mehr sind Deutsche. Man weiß nicht, ob Bayern, ob Schwabe, ob Norddeutsche Deutsche sind, aber Deutsche. So, alle zusammen sind alle Deutsche. Danke für Ihre Hilfe. Danke, dass Sie immer hier bei uns sind. Und danke, dass Sie uns gezeigt haben, wie wir arbeiten müssen. Wir lernen jeden Tag, wie man lachen muss, wie man Hallo sagen muss, wie man Buenos Dias sagen muss. Und was wir immer kriegen, unser Team und ich, was wir immer kriegen, ist ein Hallo, ein Danke und ein Buenos Dias. Und wir freuen uns jeden Tag, dass so nette Kunden haben. Danke, danke und danke und bis immer in Camping Marazul. Danke vielmals. Und alle, Prost zum Wohl! Alla. Salud! Saté! Cheers! Pablo, hombre, Pablo! Vor 40 Jahren, in 1985, bin ich zum ersten Mal in Almería gekommen. Am Campingplatz Marazul in Almerimar. Okay? Damals habe ich auf der Rezeption jemanden getroffen, der schon dort gearbeitet hat. Pablo Parejo war der Rezeptionist von dem alten Camping Marazul. So. Und wissen Sie, wem habe ich getroffen? Silvia Teresa Famanen, meine Frau. Meine liebe Frau. Silvia hat angefangen zu arbeiten in Camping Marazul Almerimar ohne Ihnen, ohne unsere Kunden. Harmut Konrad. Bravo, coño, Harmut. Harmut hat uns am Anfang sehr viel geholfen und jetzt auch. Ich weiß nicht warum, aber er kommt doch immer wieder hier. Ich frage ihn immer, warum kommst du noch immer da? Aber Almería ist fast Heim für Harmut. Ne? Okay, willst du was sagen? Ja. Wir möchten tanzen. Okay. Danke vielmals. Gracias, thank you. Merci. Gracias, Noi, por venir. Vielen Dank, alle. Wir sehen uns in 10 Jahren, okay?
Ja, dann wurde gefeiert, getanzt. Natürlich darf ich hier nicht die Originalmusik abspielen, deswegen habe ich das mit einer anderen Musik unterlegt, das nur zum Verständnis. Und dann, zur Überraschung, war auch der Vater von Pepe noch angereist. Mit 90 Jahren hat er sich das nicht nehmen lassen, hier auch an dieser Feier teilzunehmen. Ja, es herrschte eine gute Stimmung, alle hatten viel Spaß. Da sagt man natürlich Danke an den Campingplatz Mar Azul, an das gesamte Team und natürlich auch besonders an Pepe und seiner Familie, die dieses alles möglich gemacht haben, um dieses Fest auch so schön zu feiern. Hey Jaco, bis morgen! Bis morgen, amigo! Okay, gracias! Bye bye, bis morgen! Ja, das soll es gewesen sein. Ich lasse aber noch ein paar Bilder laufen für alle, die es interessiert oder die dabei gewesen sind. Ansonsten sage ich danke für euer Interesse, danke schön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.